Sagst du manchmal Abfahrt, wenn du eigentlich Ankunft meinst? Passiert voll oft, und dann steht man, am falschen Gleis. Heute klären wir das, ganz ruhig. Du lernst 15 super wichtige Wörter für die Stadt, für echte Situationen. Wegfragen, Bahn nehmen, umsteigen. Alles auf A2-Niveau. Genau, das ist für dich, wenn du in einer deutschen Stadt unterwegs bist, zum Beispiel in Berlin, München oder Köln. Wir üben das so, wie Leute wirklich reden, nicht nur Schulbuchdeutsch. Am Ende kannst du sicher Fragen, finden und ankommen. Hey und schön, dass ihr da seid. Kleiner Hinweis. Die komplette Lektion gibt's später auch auf Vocabli. So, lass uns direkt reinstarten mit dem ersten Wort. Die Haltestelle. Das ist der Ort, wo Bus oder Bahn hält, erkennbar am grünen Haarschild. Und gleich dazu, der Bahnhof, also der große Ort für Züge. Da findest du das Gleis, also die Nummer, von wo der Zug fährt, zum Beispiel Gleis 3. Und ja, die U-Bahn ist die Bahn unter der Erde, die Straßenbahn fährt oben auf der Straße. Bevor wir alles erklären, machen wir mal ein Mini-Rollenspiel. Stell dir vor, du bist am Bahnhof und suchst die U-Bahn-Haltestelle. Ich bin die Person am Infoschalter, okay? Alles klar. Hallo, entschuldigen Sie, wo ist die U-Bahn-Haltestelle für Linie 12? Ja, klar. Gehen Sie erstmal geradeaus bis zur großen Ampel, dann links an der Apotheke vorbei. An der Kreuzung sehen Sie schon das Schild mit dem und. Das ist die Haltestelle und die Linie 12 fährt dort alle 5 Minuten. Danke. Und wo finde ich das Gleis für den Regionalzug nach Bonn? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich falsch laufe. Kein Problem. Für den Regionalzug gehen Sie zurück in den Bahnhof, dann rechts die Treppe hoch. Auf der Anzeige steht Gleis 7 und da finden Sie auch die Abfahrtzeit. Wenn Sie unsicher sind, schauen Sie in den Fahrplan an der Tafel. Perfekt, danke. Und wenn ich ankomme, welcher Ausgang führt ins Stadtzentrum? Ich will nicht wieder im Industriegebiet rauskommen, haha. Nehmen Sie den Ausgang Richtung Altstadt, der ist gut ausgeschildert. Steht groß, Ausgang Altstadt, über der Tür. Und falls Sie umsteigen müssen, also die Bahn wechseln, dann folgen Sie einfach den gelben Pfeilen im Tunnel. Okay, Rollenspiel Ende. Leute, lasst uns kurz die Wörter sammeln, die eben kamen. Die Haltestelle, der Bahnhof, die U-Bahn, die Straßenbahn, die Linie, der Fahrplan, die Abfahrt, die Ankunft, umsteigen, aussteigen, geradeaus, links, rechts, das Gleis und der Ausgang. Das sind unsere 15. Ja, und ganz praktisch. Geradeaus heißt, du gehst in die Richtung vor dir, nicht links oder rechts. Links ist klar, rechts auch, aber man verwechselt das im Stress echt mal. Ich sag mir dann immer, linke Hand, wo der Daumen L macht, hilft mir, haha. Kurzer Tipp zum Fahrplan. Den findest du heute meistens in der App vom Verkehrsverbund. Da steht klar, wann Abfahrt ist, also wann etwas losfährt, und wann Ankunft ist, also wann es ankommt. Viele verwechseln das, weil beide Wörter irgendwie ähnlich klingen. Ich hab da echt mal Mist gebaut. Ich stand in Frankfurt entspannt am Gleis, hab auf Ankunft geguckt und dachte, cool, mein Zug kommt gleich. Aber meine Abfahrt war eigentlich auf einem anderen Gleis und viel früher. Ergebnis: Ich hab 10 Minuten zu spät umsteigen können, total stressig. Uff, ja. Also, Abfahrt losfahren. Ankunft ankommen. Wenn du die beiden Worte sauber trennst, läuft schon die Hälfte besser. Und schau wirklich, auf welchem Gleis dein Zug abfährt, das steht direkt neben der Zeit. Noch eine Sache aus dem echten Leben. Viele Verkehrs-Apps zeigen nicht nur den Fahrplan, sondern auch kleine Hinweise, wie große Messe am Wochenende
oder Straßenbahnlinie gesperrt. Das hilft, wenn du eine andere Linie nehmen musst. Und oft schlagen sie dir automatisch eine gute Umsteigeoption vor. Ja, und manchmal steht sogar was zu Events oder Restaurants in der Nähe der Haltestelle. Das ist nett, aber konzentrier dich zuerst auf die Richtung, geradeaus, links, rechts und welchen Ausgang du brauchst. Danach kannst du Kaffee suchen, versprochen. Mini-Check, Lüt. Ganz kurz, spielerisch. Julia, was bedeutet umsteigen nochmal? Das heißt, ich wechsle die Bahn oder den Zug, also ich steige aus einer Linie aus und steige in eine andere Linie ein. Meistens mache ich das an einem großen Bahnhof oder an einer wichtigen Haltestelle. Genau. Und Gleis, was ist das? Das ist die Nummer, wo der Zug losfährt. Zum Beispiel Gleis 2. Ich schaue immer auf die große Anzeigetafel am Bahnhof. Letzte Frage. Geradeaus? Einfach in die Richtung vor mir, nicht abbiegen. Also gehen, bis etwas Neues kommt, wie eine Ampel oder eine Kreuzung. Top. Wenn du das mitsprechen konntest, sehr gut. Sonst, kein Stress, wir üben gleich weiter mit kleinen Beispielen. Und wir schauen auch auf typische Fehler, die echt oft passieren. Hier ein klassischer Fehler, jemand fragt am Bahnhof, wo die Abfahrt nach Köln ist, meint aber die Ankunft. Dann zeigt die Person dir den Bildschirm für ankommende Züge, und du denkst, hey? Besser fragen, wo ist die Abfahrt nach Köln, also das Gleis für meinen Zug, das Wort also mit Erklärung hilft. Guter Trick. Noch ein Mini-Rollenspiel, aber diesmal sehr kurz. Ich bin der Zug, haha, und mache die Durchsage, nächster Halt Hauptbahnhof. Ausstieg links. Bitte alle Fahrgäste rechts sitzen bleiben. Was heißt Ausstieg links für dich? Das heißt, die Türen auf der linken Seite öffnen. Ich stehe also auf und gehe links raus, nicht rechts. Klingt einfach, aber im Stress schaue ich trotzdem kurz auf die Pfeile über der Tür. Und wenn du in einer fremden Stadt bist, frag ruhig nach dem richtigen Ausgang. Sag zum Beispiel, Entschuldigung, welcher Ausgang geht zur Altstadt? Oder, welcher Ausgang ist Richtung Zentrum? Die Wörter Ausgang und Richtung sind super. Ich sag auch gern, wo ist die Haltestelle der Straßenbahn, Linie 9? Also Haltestelle plus Straßenbahn plus Linie, das ist eine klare Kombi. Wenn du dazu noch geradeaus, dann rechts, hörst, wiederhol das kurz laut, okay, geradeaus, dann rechts, das verankert es im Kopf. Noch ein persönlicher Tipp. Ich höre manchmal lokale Podcasts mit Straßeninterviews. Da lernst du, wie Leute wirklich Wegbeschreibungen geben. Die sprechen oft schneller, ja, aber du hörst ständig diese Wörter. Links, rechts, geradeaus, umsteigen, Ausstieg und so weiter. Das bringt echt viel. Ja, und wenn du die Wörter im Kopf hast, lies sie auch in der Stadt, Schilder wie Ausgang, Gleis, U-Bahn, die springen dir überall entgegen. Dieses Sehen und Hören zusammen macht es einfacher. Du merkst dann, aha, so nutzt man die Wörter im Alltag. Ganz konkret, lass uns noch mal eine Wegfrage üben. Ich frage dich, Entschuldigung, wo ist die Haltestelle der U-Bahn, Linie 3? Was antwortest du mir kurz und klar? Ich sag, gehen Sie hier geradeaus bis zur Ampel, dann links. An der Kreuzung sehen Sie die U-Bahn. Die Linie 3 fährt dort, Gleis 2, Abfahrt alle 10 Minuten, das ist einfach, freundlich und voll mit nützlichen Infos. Yes. Und wenn du ankommst und raus willst, frag ruhig, welcher Ausgang zum Museum? Oder ist der Ausgang Richtung Zentrum da vorne? Je klarer die Frage, desto klarer die Antwort. Und immer noch mal wiederholen. Also geradeaus, dann rechts, Ausgang Zentrum, stimmt.
Ganz kurz noch zur Linie: In manchen Städten hat die Straßenbahn Buchstaben, die U-Bahn Zahlen, ist aber egal. Linie ist einfach die Route mit einer Nummer oder einem Buchstaben. Wenn du sagst Linie 12, weiß jeder, was du meinst. Und der Fahrplan, ja, der ist dein Freund. In der App kannst du oft einstellen, nur zweimal umsteigen oder kürzeste Abfahrtzeit. So vermeidest du wilde Touren. Ich speichere mir auch meine Lieblingshaltestellen als Favorit, dann geht's schneller. So, ich glaub, unsere 15 Wörter sitzen jetzt. Ich sag sie noch einmal langsam: Haltestelle, Bahnhof, U-Bahn, Straßenbahn, Linie, Fahrplan, Abfahrt, Ankunft, Umsteigen, Aussteigen, geradeaus, links, rechts, Gleis, Ausgang. Wenn du die im Kopf hast, kommst du wirklich gut durch jede Stadt. Jetzt zu dir. Welche Situation macht dir am meisten Stress? Ist es das Umsteigen oder eher der richtige Ausgang? Schreib uns gern, welche 2 Wörter dir am meisten helfen oder welche dich noch verwirren. Wir sammeln die besten Tipps für die nächste Folge. Und wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Probier das in Ruhe aus, dann klappt Abfahrt und Ankunft auch im echten Bahnhof. Bis zum nächsten Mal und gute Fahrt.